In der Regel, so haben wir zumindest mit anderen Vertrieblern oder anderen Firmen auch gesprochen, dauert so ein Prozess 2 Jahre. Dass wir jetzt schon nach 3 Monaten einen Kunden überzeugen konnten, ist natürlich ein Wahnsinnserfolg für uns. Willkommen zu dieser Case Study mit CleverUp. Ich bin heute hier mit Thomas Timm aus Berlin. Thomas, du bist Geschäftsführer, Gründer bei Unit B. Ihr seid ein IT-Unternehmen, ihr entwickelt Software und Datenbanklösungen für große Unternehmen und Konzerne. Unit B gegründet 2002, aktuell mit 45 Mitarbeitern. Thomas, wie gesagt, du bist Gründer und Geschäftsführer. Wir arbeiten jetzt seit circa einem halben Jahr zusammen und wir sprechen heute mal über die Zusammenarbeit, eure Erfahrungen mit uns und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Lass uns doch direkt starten. Dann vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten nochmal erklären, was Unit B macht. Ja, vielen Dank. Hallo Fabian. Ja, was macht Unit B? Wir haben 2002, wie du schon sagtest, die Firma gegründet, sind damals gestartet mit Softwareentwicklung, Individualsoftwareentwicklung für Banken, Versicherungen. Da war eben alles dabei, meist alles auch im Web, also vom Online-Tarifabschluss für Kfz-Rechner und ein Online-Banking für die Bank bis hin zu vielen, ja heute würde man das sagen, Digitalisierungsprojekten. Also immer, wenn die Bank oder der Versicherer Prozesse hatte, wo viele manuelle Schritte notwendig waren, haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, wie kann man hier das automatisieren, digitalisieren und mit Anwendungen unterstützen. Und so sind dann eine Reihe von individuellen Anwendungen entstanden, die dann eben für den konkreten Prozess, für das konkrete Thema in der Bank oder in der Versicherung dann passten und für die dann große Ersparnisse, Einsparungen beim auch bei den Fehlerquoten dann deutliche Verbesserungen mit sich brachten und für die Bank eben ein großer Vorteil war. So zweite oder heute unser größtes Standbein haben wir so 2009, 2010 entwickelt. Da sind wir im Verlagswesen auch in das Thema Digitalisierung eingestiegen und haben diverse CMS-Lösungen für Verlage gebaut, von der Axel Springer, von der Funke-Gruppe bis hin zu auch kleineren Verlagen und sind sehr stolz darauf, dass wir zum einen 8 der 20 größten deutschsprachigen Portale von uns sind und zum anderen aber auch gerade von den Pressköpfen zum die besten Dienstleister im Medienbereich gewählt wurden und da auf Platz 1 sind. Und das zeigt eben auch unser Vorgehen, dass wir immer kunden- und lösungsorientiert arbeiten, dass wir immer schauen, was passt für den Kunden am besten. Hat leider dazu geführt, dass wir bis heute kein Produkt entwickelt haben, was aber den Verkauf unserer Lösung umso schwieriger macht. Aber wenn ein Kunde erstmal dieses Potenzial entdeckt hat und die Freude daran gefunden hat, mit uns zusammenzuarbeiten, dann sind diese Zusammenarbeiten in der Regel sehr, sehr langlebig. Und wir haben auch heute noch Kunden, die seit 2002 bei uns an Bord sind. Okay, so das heißt, ihr habt auch euch nie jetzt mit viel sozusagen mit dem großen Plan jetzt in eine Industrie oder eine Branche rein entwickelt, sondern es ist sozusagen mit Kundenauftrag über Kundenauftrag und zufriedenen Kunden, die dann euch wahrscheinlich weiterempfohlen haben und so weiter, seid ihr dann quasi organisch gewachsen, oder? Genau. Ja, genau so kann man es beschreiben. Wir wachsen sowohl in den Konzernen oder Unternehmen wie auch dann Empfehlungen, auch gerade in der Medienbranche haben wir halt einen Namen uns gemacht. Nicht zuletzt auch deswegen ja zum besten Dienstleister gewählt worden. Da kennt man uns und da werden wir automatisch zu Pitchen eingeladen, wenn es darum geht, was neu zu machen. Genau. Und das hätten wir gern, diese Vormacht oder Vorreiterstellung auch in anderen Branchen weiter ausgebaut. Okay, darauf zielt meine nächste Frage eben gleich ab. Warum habt ihr euch denn entschieden, dass wir zusammenarbeiten? Ja, das ist in der Tat ja auch, wie du schon sagst, ein halbes Jahr her, dass ich irgendeine Mail von dir bekommen habe und dachte, mal wieder so eine Mail, wie ich sie jeden Tag bekomme. Aber irgendwie hat mich der Text angesprochen. Irgendwie war der Text ein Tick anders als alles das, was ich sonst so bekommen habe und habe gedacht, ey, was soll's, rufst mal an, schaust mal, wie die Jungs ticken und war sehr angenehm von dir, Fabian, als Mensch, als Typ überrascht, aber auch von dieser sehr strukturierten und auch sehr organisierten
Projektvorgehensweise. Das hat mir sehr gefallen, dass ihr eben nicht nur sagt, oh komm, wir können da Kampagnen starten und wir haben da ein Tool, sondern wir haben eben auch ein CRM-System da hinten dran, wo die dann auch gleich drin landen, die Kontakte. Und ihr habt eben diese ganze Kette durchgängig schon vorgedacht, wo wir zugegebenermaßen bisher immer sehr hemdsärmelig unterwegs waren und dass eher dann schon auch irgendwo ein Tool hatten, aber das nie so durchgängig und automatisiert dann von einem System ins andere ging. Und das hat mich beeindruckt und so positiv überrascht und auch gezeigt, dass ihr da sehr viel Erfahrung habt. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit euch zusammenzuarbeiten. Cool, ja, hey, vielen Dank für die Lorbeeren. Das freut mich natürlich zu hören. Wie sah denn euer Vertriebsprozess? Du hast es gerade schon gesagt, ihr hattet vielleicht Tools, ihr habt auch Sachen gemacht, aber so in Gänze, wie habt ihr den Vertrieb gemacht, bevor wir jetzt gestartet sind? Wie habt ihr neue Kunden gewonnen für Unit B? Genau, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, im Medienumfeld war das recht einfach über die Jahre geworden, dadurch, dass wir einen guten Leumund und einen guten Namen hatten und bekannt waren. Und jetzt war aber unser Ziel ein anderes. Wir wollen den Bereich Datenbanklösung, Data Warehouse, Big Data weiter ausbauen. Wir haben hier ein Leuchtturmprojekt die letzten 4 Jahre gemacht, was halt auch für eine Bank entwickelt wurde, wo wir ein riesengroßes Data Warehouse aufgebaut haben. Und mit diesem Leuchtturmprojekt wollten wir jetzt am Markt Sichtbarkeit erreichen, um vielleicht auch andere Banken oder andere Kunden zu überzeugen, dass wir auch Data Warehouse-Lösungen bauen können. Und genau hier war eben der Ansatz, wir hatten ein völlig neues Projekt in einem neuen Bereich, in einem neuen auch Technologiebereich und keine Idee, wie wir das vermarkten sollen. Und bisher haben wir da, ja, wir haben ein White Paper gebaut, haben das verschickt, aber ob das einer gelesen hat oder nicht, das konnten wir gar nicht auswerten. Wir sind auf Messen oder auch auf Pressekonferenzen gegangen, aber da waren zwar auch Leute, die sich angehört haben, aber es hat keiner bei uns angerufen. Also das scheint nicht so erfolgreich gewesen zu sein. Okay, verstanden. Und genau, dann haben wir, ja, wie gesagt, vor circa einem halben Jahr mit der Zusammenarbeit gestartet. Wie, was hat sich denn seither getan? Also welche Resultate konntet ihr denn durch unsere Zusammenarbeit bisher erzielen? Ja, was ich eben sehr, sehr gut fand, ist diese Stringenz, dass man einen Fahrplan hat, dass man einen Zeitplan hat, dass man genau weiß, okay, wir starten eine Kampagne und dann folgen diese Schritte, diese Abfolge. Und im Ergebnis hatten wir extrem hohe Klickraten, was ich schon mal wahnsinnig toll fand. Wir waren da über 38% teilweise in den Kampagnen. Wir hatten auch dank euch, eurer Recherchearbeit, die richtigen Ansprechpartner. Es wurden Vorstände, Geschäftsführer angeschrieben und eben nicht IT-Leiter oder Projektleiter, sodass wir dann tatsächlich nicht nur die hohen Klickraten hatten, sondern auch tatsächlich recht viele Erstgespräche hatten, wo auch manchmal eine zweite Runde entstanden ist. Häufig haben wir natürlich zu hören bekommen, ja, interessant, aber ist gerade nicht möglich für uns, solche Projekte zu machen oder ist nicht unser Bedarf da. Aber wir kommen gerne oder bleiben in Kontakt, kommen gerne auf euch wieder zu. Und in einem Fall ist es jetzt aber tatsächlich endlich zum Projekt gekommen. Das war schon einer der ersten Kandidaten, der schon in der ersten Kampagne angerufen hat und hat gesagt, das will ich machen. Und da hat sich aber die Vertragsgestaltung jetzt etwas langwieriger, auch gerade durch die Sommerpause, etwas langwieriger gestaltet. Aber jetzt ist das Projekt gestartet und wir sind sehr glücklich, einen zweiten Kunden mit einer Datenbanklösung, Power BI oder mit BI-Lösung dann weiterzuhelfen und auch seinen Pflichten. Ja, das muss man ja auch sagen. Banken haben regulatorische Pflichten, müssen Berichte, Reports entwickeln, müssen ihr Risiko bewerten und sind da heute gar nicht so richtig in der Lage dazu. Und dank unserer Lösung ist auf Knopfdruck alles da und es muss nicht einer, oder wir setzen damit tatsächlich eine Person, die einen ganzen Monat nur braucht, um die Zahlen und Kennzahlen zu ermitteln. Cool. Okay, also das heißt, sozusagen Ergebnis bis jetzt, ihr habt viele Gespräche geführt, ihr habt eine Pipeline aufgebaut und habt es letztlich auch geschafft, jetzt in der Zeit, in der wir jetzt zusammenarbeiten, schon einen Deal abzuschließen, obwohl es normalerweise wahrscheinlich schon länger dauert, solche Ja, Deals sozusagen letztlich mit großen Unternehmen, mit großen Banken, die dann Einkaufsprozesse und etc. haben, dann zu schließen. Und letzten Endes das, was jetzt noch nicht geschlossen ist, das ist noch in Pipeline vorhanden in Zweitmeetings, Drittmeetings und so weiter.
wenn ich das richtig. Genau. Ja, genau so kann man es sagen. Also es ist halt ein unglaublich schwerer Markt, dadurch, dass wir kein konkretes Produkt haben. Mhm. Und dadurch, dass da auch eine Bank, also der Schatz der Bank sind die Kunden und die Kundendaten. Und das sind die Kronjuwelen einer Bank. Und da muss man ein gewisses Vertrauen haben, um an die Kronjuwelen auch rangelassen zu werden, daran zu dürfen. Ja, und das ist ja. In der Regel, so haben wir zumindest mit anderen Vertrieblern oder anderen Firmen auch gesprochen, dauert so ein Prozess 2 Jahre. Dass wir jetzt schon nach 3 Monaten einen Kunden überzeugen konnten, ist natürlich ein Wahnsinnserfolg für uns Cool. und zeigt, dass die Zusammenarbeit auch sehr fruchtbar sein kann. Cool. Was schätzt du denn, also wenn ihr jetzt nicht mit uns gearbeitet hättet oder einem anderen sozusagen Dienstleister, wenn ihr das alles hättet selber starten müssen, also die entsprechenden Vorbereitungen und letztlich auch die Arbeit, die dann nötig gewesen wäre, um die Anzahl an Meetings, Terminen und die Anzahl an Pipeline, die man letztlich auch aufbaut, zu generieren. Was schätzt du, wie viel Aufwand hätte es auf eurer Seite gegeben, wenn ihr das Ganze jetzt selbst gemacht hättet, ohne unsere Hilfe? Ja, ich glaube, das wäre nie so konsequent und stringent dazugekommen, dass wir es geschafft hätten, so viele Leute anzuschreiben, auch gerade in den Positionen, weil das doch die Recherchearbeit, da die richtigen Leute zu finden, doch eigentlich der Knackpunkt ist, der Kasus Knacktus. Und wir hätten uns auch nicht so diszipliniert, bin ich der Meinung. Also habe ich immer wieder mal beobachtet, dass man euphorisch startet und auch einen Vertriebler dafür gewinnen kann, loszulaufen. Und wenn der aber merkt, so nach 2, 3 Monaten, oh, ich habe da so gar keinen Erfolg, dann schaut er sich auch schnell nach anderen Chancen im Vertrieb um und sucht dann die Low-Hanging Fruits, um dann auch seine Vertriebserfolge sich dafür feiern zu lassen. Und zumindest ist bisher dann immer so die strategische Sicht ein bisschen eingeschlafen. Und dank euch ist man halt in einem Prozess drinne, wo man vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag einschläft und nicht so richtig vorankommt, aber man wird immer wieder geweckt. Ja, es kommt dann immer wieder, ach, jetzt Genau. kommt das Meeting, jetzt kommt der Termin, jetzt muss ich aber Gas geben, um es doch noch wieder zu schaffen. Das ist toll. Also es war auch ein Stück weit Zwang, aber und auch eine Verpflichtung, aber es ist toll, weil dadurch kommt eben GPS auf die Straße. Ja, cool, verstanden. Hey, Thomas, letzte Frage, die ich noch an dich habe. Jetzt bist du in der Situation, wie viele mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, aber auch mit denen wir sprechen, die sich überlegen, mit uns zu arbeiten und die vielleicht auch sozusagen vorher Vertrieb so ein bisschen opportunistisch betrieben haben, wo quasi Kunden über Empfehlungen kamen, über das Netzwerk und so weiter. Aber wo jetzt auch ähnliche Entscheidungen anstehen. Hey, wollen wir das systematisieren? Wollen wir vielleicht mit einem neuen Konzept, mit einem neuen Ansatz oder einfach mit dem Portfolio, das wir uns über die letzten Jahre aufgebaut haben, an den Markt gehen und versuchen, noch mehr Kunden zu gewinnen, noch größer zu wachsen? Wem würdest du denn empfehlen, mit uns zu arbeiten? Wem würdest du empfehlen, in was für einer Situation sollte ein Unternehmen sein, wo du aus deiner Sicht sagst, hey, das macht total Sinn, wenn sie mit CleverRap sprechen und mit CleverRap arbeiten? Ja, ich glaube, wenn man die Frage andersrum formuliert, für wen macht es keinen Sinn, dann würde ich eher sagen, es macht schon für jeden irgendwo ein bisschen Sinn. Besonders, ich meine, die größte Unterstützung, die ihr geben könnt, ist natürlich, wenn kleinere Unternehmen, so wie wir kommen, die keine eigene Vertriebsmannschaft haben, wo nicht 10 Leute da rumsitzen und den ganzen Tag nur Research betreiben, sondern wir hatten genau einen Vertriebler, der diese Unterstützung brauchte, um überhaupt die Menge an Kontakten zu erstellen. Und wann immer man nicht so den Namen im Markt hat, also noch etwas unbekannt ist oder auch ein Produkt hat, das sehr erklärungsbedürftig ist, dann seid ihr genau die Richtigen, weil mit den Kampagnen, auch die Unterstützung bei dieser Kampagnenentwicklung, was macht man nicht und auch die A- und B-Tests, dass man guckt, welcher funktioniert besser, welcher funktioniert nicht so gut, das ist total toll, weil dadurch haben wir natürlich oder ihr habt eine ganz andere Sicht auf die Dinge und habt es geschafft, unsere sehr technisch getriebenen Inhalte in eine Sprache zu übersetzen, die dann auch von den Vorständen und Geschäftsführern da verstanden wurde oder zumindest so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, dass die Mails aufmachen, reingucken und sagen, hier, lieber, lieber Betriebsleiter, lieber IT-Leiter, geh mal mit denen in Kontakt und guck mal, was die wirklich können und wie die uns weiterhelfen können. Und das war einfach toll.
Super Schlusswort. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst heute und wir freuen uns auf ja, noch eine lange gute Zusammenarbeit. Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Danke dir, Fabian. Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.